One small step for a man. One giant leap. Hold the jokes, team. We got a lot of work to do here. Und damit moin und herzlich willkommen zur Demo von The Crust. Hallo und willkommen zur Crust-Demo. Dieses Spiel ist unter Bearbeitung. Es kann sehr viele Bugs oder Game-Crashes geben. Ja, ihr habt ein bisschen Zeit. Enjoyed. Let's begin. Ich will mir mal einmal kurz die Settings reinziehen, Leute. Wir sehen uns sofort wieder. So, jetzt dürfte alles richtig eingestellt sein. Es gibt auch einen Streamer-Mode, weil ich keine Lust habe, hier irgendwelche Gamer-Mucke mit reinzuladen. Wir legen los. Start the game. Sprachen gibt es leider nur Russisch und Englisch im Moment. Können wir aber mit leben, wa? Ich glaube, das ist ein Kolonieaufbausimulator auf dem Mond. The Crust. Destination 1, base MT4. Docking gateway provision priority. Highest. Coast crossing route. Always in favor of HP11. Priority launch and landing has been approved by Crust. Alpha team, get ready to head back home. Over. Watch yourself out there. Lunar night is coming. Stand by, Alpha team. We've got visitors. Tranquilitatis, logistics to incoming transition. Please state your intentions. Over. Alice to MT Logistics. We have received clearance and hold a signed contract with Mr. Halloway for our mining operations in this designated sector. We're here to commence our activities as scheduled. Over. MT Logistics to Alice. We weren't informed of your early arrival. We've just finished building the elevator for your drones to access the underground facilities. At the moment, all the electricity is being used to charge the batteries as we prepare for the night. So we can't route power to the elevator right now. I suggest you, Sunshine, to keep your mining buddies in orbit for the next 2 weeks and return with the sunrise. Over. We made it here right on schedule, but waiting for the next morning on the moon, a whole 2 weeks of downtime, is utterly unacceptable. This could jeopardize our entire mining contract. We need a better plan. And name's Alice. Just saying. Good afternoon, Director. This is Alice, your first Vice President. We have a bit of a situation here, but I'm already on it. Let's just test our connection before we delve any deeper. Give this dialogue box a click if you're hearing me loud and clear. Then we can proceed. Connection solid. That's a start. Give me a moment to secure our landing clearance. Feel free to soak in the sights while you wait. I'll ping you as soon as I have an update. So, Robert, do we have a deal? Let me be clear. The risk of 2-week power outage equals job loss and a costly lawsuit for me. I don't care who you are. Get Halloway on this, but no power for you until sunrise. We just don't have it right now. Look, Robert, you and I got off on the wrong foot.
Our drones are designed for autonomous construction and repair, and we've brought the necessary resources. Grant us landing permission, and we'll handle the power situation ourselves. This benefits both of us. More solar panels for you, and we could land our toys and get going. They also can handle the repairs. So, should I update Mr. Holloway on our successful collaboration? All right, Alice, you have permission to land. Make sure your drones don't break anything. Over and out. Director, it is your call now. Permission to land has been granted. Show this Bob the Builder that we can fix this. Select a landing location for the pods near the elevator shaft. Click on the notification located on the left side of the control interface and specify the designated landing spot for the capsule. Alice, your Willst du auch mal primary reden? responsibility is to ensure resource extraction and processing at our logistic hub in the Sea of Tranquility. Currently, our operations heavily rely on external supplies. If you can address this issue, even partially, rest assured we'll secure long-term contracts for you. I personally vouched for your mission to the board. You're a promising team with intriguing developments, so you better give me something to convince those skeptical of your work. Absolutely, Mr. Holloway. Both the director and I are immensely grateful to you. Our focus is on establishing a long-term partnership, and we'll give our utmost to make it a reality. You can count on us. To initiate construction, choose the required modules from the construction panel and position their holograms on the moon's surface. The drones will autonomously gather the necessary resources and commence building. Ja, jetzt endlich. Ich darf reden, Alter. Und damit willkommen auf dem Mond. Yeah, wir sollen Solarpaneele bauen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das sieht alles irgendwie so ein bisschen verwaschen aus. Naja, also wenn ich hier in meine Aufnahme gucke, sieht es auf jeden Fall irgendwie schärfer aus. Keine Ahnung, ob das hier einfach nur an meinem Monitor liegt, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Director, Wir sollen holograms Dinge and bauen. solar Jetzt panels on the aufdrehen. allocated sites. Our drones will take it from there. You'll see. Ja, wirklich. Wir sollen hier Paneele hinbauen. Ist das richtig? Nein. Mach das weg. Nein. Dismantle. Ich habe doch gerade irgendwas gesehen hier von dem Raster. Echt die mit Shift einfach? So. Es gibt hier auch ein Raster, wenn man genau hinzoomt. An sich sieht es ja ganz cool aus, ne? Aber wenn man so rauszoomt so ein bisschen, habe ich echt das Gefühl, als ob es einfach völlig verwaschen ist. Naja. Wo willst du hin? Wer bist du überhaupt? Was willst du? Aber so ist das Leben halt auf dem Mond. Alles ist ein bisschen verwaschen. Können wir mit leben. Wofür brauchen wir eigentlich noch mehr Strom? Ich habe keine Ahnung. Können wir nicht irgendwelche coolen Mondknarren bauen oder sowas? Mondmechers? Jetzt bauen die das hier. Und da fährt es aus. Und die Animationen sind nett. Sollen die nicht da auch was hinbauen? Dann baut auch noch mal was hin. So. Was? Myers? Nein. Hä? Los. Savage Mining. Aha. Close. Interessant. Smart Concrete. Schlauer Zement. Ja, super. Jetzt haben wir es auch noch mit schlauem Zement zu tun. Ne? Look at that. They've actually built them. Not a bad start at all. Alice, can you hear me? Your drones did a good job. Better than we expected. All the energy from these panels is yours. But now it's crucial to conserve it if you want to work during the night. To achieve that, you'll need batteries. It's all good, Robert. I completely understand you. We were already going to build batteries anyway. Director, he's correct. A lunar night lasts nearly 14.5 Earth days in the absence of sunlight, and batteries are crucial for us. Construct 4 batteries next to the solar panels. Dann sollen wir noch mal ein paar Batterien bauen.
Anscheinend müssen wir auch alles manuell anschließen. So wie ich das hier sehe mit den Kabeln, ne? Das kann ja was werden, ne? Wir können ja auch vorspulen. Das geht auch. Können die das mal eben fix machen hier. Ohne das Zeug. Eine Charging Station sollen wir auch dahin bauen. Ja, bau die mal so rum. Oh, die 4 Batterien sind fertig. Da sieht man auch, wie voll die noch sind. Your drones did a pretty good job, but the wiring tool is only operable by a human. Wire the panels and the batteries together. Next, you just need to power up the elevator, and you'll gain access to the underground level. Go to the communications panel and select the wiring tool. Dann sollen wir mal alle miteinander anschließen. Nein, nicht da. Da. Ah, die Zahl sagt, wie viele Verbindungen wir insgesamt haben können. Interessant. Achso, zieht dann automatisch. Ah. Können wir nicht sagen, irgendwo anders hin? Könnten auch von hier aus sagen. Macht das so. Ah. Zack. Das Kappe kann man es wieder wegmachen. So, das Baumenü meine ich. Und den Tower hier müssen sie selber im Bauen. Constructing. Jetzt kommen wir mal fertig. Könnt ihr euch gleich hier aufladen. Und es gibt noch einen Untergrund. Oder Drone Reconfiguration Module. Dann machen wir das mal. Brauchst du auch Strom? Okay, das Ding hat 10 Leitung frei. Da bin ich ja gespannt, ob hier auch so ein kleiner Mondleute sind, die wir bekriegen müssen, oder ob das einfach nur so eine Aufbausimulation ist. Aber sieht eher so aus, als wäre es ein friedliches Game. Ich glaube, wir können 4 Stunden spielen insgesamt. Na, ich spule nicht mal vor, aber ich wollte ja noch ein bisschen was sehen. Now wire it to the elevator to power up the module. Pardon my curiosity, but how are you going to extract lunar regolith with robot carriers? I am far from a robotic expert, of course, but it seems like we have more questions than answers at this point. That's an excellent question, Robert, and I'd be delighted to answer it. However, I need to wrap up something first. Director, with the reconfiguration module, you can convert up to 5 worker drones to mining drones and vice versa. Convert 4 drones into mining drones and set an excavation zone for them. Okay. Now, let's have the drones excavate an area measuring 50 standard units. To order the drones to start the excavation, you need to use the highlighting tool and mark areas for mining, and the digging drones will do the rest. Robert, to answer your question, our company has been providing repair and maintenance services for robotics and mining equipment for over 10 years. We were involved in the development and maintenance of technology for lunar mining along with the first industrial expeditions to the moon, even before the construction of the space elevator and the full-scale development of the moon by mankind. And I'm pleased to inform you, Robert, that by accumulating our vast experience, we have been able to develop and implement multifunctional drone technology that can be re-equipped for a variety of tasks. As a special bonus, I can include a coloring book set, so you can brighten up your leisure time at work in silence. Okay, Alice, I get the hint. You do your job and I'll mind my own business. By the way, I'll grab a few coloring books as souvenirs for the kids. I'll be heading home in 2 weeks. Director, I understand that I can be difficult at times, but your Alice is also quite remarkable. She reminds me of my ex-wife. We're all still on the same channel, Robert. So what's up with those coloring books? I'll send them to your wife along with some flowers. She is not likely to see them from her husband.
Okay, wir sollen ja einfach nur ein paar Zellen ausheben, oder was? Ich weiß nicht. Bin unschuldig. Tschüss. Ups. Was wirklich nicht? Hm. Alle tot? Euch kaputt? Ups. Robert, come in, Robert. Do you read me? According to the data, there are no survivors on the base, but I had to check. And I shouldn't have said anything about flowers. We're still receiving a signal from the drones. Our best bet is to try to repair the lift and rebuild the power supply circuit in order to save our equipment. It seems we have no other choice. We are in urgent need of solar panels and accumulators connected in one electrical circuit. With the available resources, direct the drones to construct the power supply modules, aiming to restore the previous setup prior to the explosion. Remember to connect the modules with wires. Based on the spread of the blast wave, it appears that the explosion took place on the far side of the moon. Fortunately, it occurred at a considerable distance from our mission. However, the strength of the explosion raises additional questions. So, the only response we get from the head of the scientific department and a renowned scientist is that the explosion was far away, and we don't know the cause? That's because scientists rely on established facts, rather than speculating based on unreliable data. They prefer to work with what is known, rather than jumping to hasty conclusions. I've heard that First Vice President Alice Vance maintains her composure and professionalism in all circumstances. Perhaps it's time for you to call your alter ego. Maybe I should, Professor. Tell me, prior to the moon launch, we were actively involved in a range of technologies aimed at advancing autonomous mining. Could you provide an update on the status of this project? We had a plan for an autonomous extraction plant, but it's currently just a project. Given the circumstances, implementation seems unlikely. Now we need to fix the elevator to regain access to the underground level. Select it and order the drones to start repairing it. You can change the game speed, select the required... Ja, das wissen wir. Uns quatschen. Da. Scannen wir. Oh, Scanner first. Toll. Jemand ist hier voll explodiert auf dem Mond. Jetzt stehen wir da mit runtergelassenen Hosen. Alle sind tot. Jemand ist fett explodiert hier auf der Mondseite. Keiner weiß was. Hauptsache der Weltraumlift steht noch. Was haben wir da? Was jetzt? Ja, und jetzt? Director, Crust have made an official statement. I will put it on the screen. On this day, an unexpected asteroid impact occurred on the surface of the moon. We are currently working tirelessly to re-establish contact with lunar outposts and assess the situation. The number of casualties, if any, is being verified. As a result of the impact, 4 of the 5 lunar orbital stations are non-operational. This has caused disruptions in navigation and logistics systems. Be advised that all lunar-based activities and communications may experience delays or interruptions until further notice. We want to emphasize that Earth is not in any danger as a result of this event. We will continue working around the clock to address this unprecedented event and ensure the safety of all those affected. Do not spread unverified information as it may lead to unnecessary panic. Ach so. Na, wir brauchen die Aufladestation. Mining Power Charging Station. Na, da kommt man ein Wire hin.
Ja, genau, es war ein Asteroid. Irgendwie sah das anders aus. Sah eher aus, als wäre da irgendein Atomkraftwerk voll in die Luft geflogen oder so. Objective achieved. Dafür brauchen wir Forschung, die gibt es auch noch. Ressourcen haben wir hier alle genau. Aha. Er ist doch connected. Ist doch online. Okay. Und jetzt nicht mehr mit uns reden, oder was? So, it turned out to be an asteroid after all. Professor, is that even a possibility? Collision of an asteroid with the moon. That's plausible. However, the possibility of not detecting an asteroid of that size and predicted trajectory in time raises another question. Anyway, we've received your request for research projects. Let's finish the current tasks first, and then we'll address it. While lunar outposts showcase humanity's technological advancement, their longevity is limited without the presence of essential resources like steel and concrete. Now we do have electricity, but we need both steel and concrete to keep the modules running. Start by researching and building the pressing module, which enables the production of smart concrete from regolith. While not the most efficient method, we need to prioritize speed over optimization. Additionally, allocate a mining area to the digging drones to ensure a steady supply of raw materials for the pressing module. Unlock Pressing Modul, Bilde Pressing Modul, Chunks Mind. Wie viele haben wir insgesamt? Ach, wir können auch 3 machen, das reicht, glaube ich, wa? Komm, wir meinen hier mal ein bisschen. Macht das hier mal weg. Ah, bauen wir hier eine riesige Untergrundhöhle. Was soll schon passieren? Wir sind ja eh ziemlich tief hier unter der Erde anscheinend. Let's begin with the fundamentals, Director. Each unit of regolith contains its own percentage of valuable resources, and at the moment, you're primarily mining barren rock. To locate resource deposits, we require the ore detector. Open the research panel, select geological exploration, and we can proceed with our work. Once this research is completed, you'll gain the ability to construct the ore detector. We had prepared this research plan for the distant future, but we must adapt and work with it now. It may seem cynical, but considering the circumstances, our best course of action at the moment is to try to save the equipment that has miraculously survived. Production, wo können wir es denn bauen? Mining. Drone. Storages. Dann nicht bei Production. Pressing Module. Warum können wir das nicht bauen? Ach, im Underground only. Ah. Ach so. Rohr geht rein, Concrete geht raus. Da. Bauen wir es erstmal hier hin, wa? Hier schon mal ein Pillar hin. Research complete. Oh. Nächste Forschung ist fertig. Ore Detector. Der ist ja wahrscheinlich beim Mining, wa? Naja, kann ja hier drüben irgendwo hin. Ein bisschen aus dem Weg, ja. Now get the drones to build it. I wouldn't wait too long if I were you. And add a bulk resource storage to it, so your drones have a place to take the regolith they've mined. Keep in mind that the detector contains ultra-sensitive phased arrays, making it essential to construct it below the moon's surface. It is not designed to withstand lunar dust and solar radiation. Ja, ich würde immer mit Escape die Fenster schließen, ne? So, mach das mal erst fertig. Das ist viel wichtiger. Hier haben wir ein bisschen Ohr.
Da ein bisschen Ohr, da ein bisschen Ohr. Da kommt irgendwas rein. Regolith. Aus 10 Regolith machen die ein bisschen davon. Da muss hier ja wo rein. Regolith, wer? Nein. Typ Regolith. 4000 passt da rein. Das ist ein Regolith. Wire it up. The ore detector uses battery power to every scan. The bigger the scanning area, the more power it requires. Select the ore detector and scan the regolith around it. Objective You need to find the nearest iron vein and then excavate the regolith from it with mining drones. Using the detector consumes battery power, and the larger the scan area, the more power is consumed. Remember this and try not to leave your base without power. Now we require a smelting furnace which employs the reduction method to convert the oxide into usable resources. Although we haven't tested this technology yet, theoretically it should work as intended. Theoretically? Professor, are you sure that it's worth taking the risk at this moment? Our whole enterprise is now one big risk. It can't be eliminated even if we do absolutely nothing. So yes, I'm quite certain about that. Production, das müssen wir glaube ich auch erstmal alles erforschen, war den Schmelzprozess. Underground excavation, of which we're gonna allow you to build excavators. Where's the materials? Ah, das ist mir schon klar, dass das geht. Die sollen das ja eh da alles wegmeinen, wa? Weil es hat. FE. Wii. Wii. Baut das Ding noch mal. Der läuft ja schon. Die holen ja das Regolith raus. Das ist normale Priorität jetzt. Hat auch, glaube ich, ein bisschen was von Factory und so. Aber bisher macht es eigentlich einen guten Eindruck. Ja. Außer diese komische verwaschene Optik, die ich die ganze Zeit habe. Aber ja, wenn man nah ranzoomt, okay, ne? Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Können wir auch andere Lager bauen? Single Resource Storage. General Storage. Braucht erstmal den Weg hin. Construction, Logistik. Ja, aber wie kann man denn Förderbänder bauen und so? Myers, Landing-Plattform, Type Support, Mine. Irgendwie ist das noch nicht ganz so verstanden, ne? Okay. Black Resource. Machen wir hier Concrete rein. Wahrscheinlich müssen wir die auch noch erforschen. Conveyor Beds, genau. Da würde man die bauen. Wir haben ja eh kein Beton hier. Wir brauchen ein Regolith-Zeug. Production. Können wir, glaube ich, nur an der Oberfläche bauen, oder? Ja. Okay, er erforscht das noch. Nun können wir 3 Tage. Können wir auch noch mal ein bisschen vorspulen.
Ah. Aber geht das an der Oberfläche? Das würde an der Oberfläche gehen. Brauchst doch einfach mal dahin. Ach, kommen sie nämlich rausgefahren. Aus Production, Steel, Titan, Aluminium. Ich glaube, wir sollten wohl Steel machen, wa? Conveyors. Aha. 5 Tage. Ich erforsche das einfach mal. Gibt's denn hier sonst so? Oh. Bis hierhin geht das. Wow. Ja, es ist echt so ein bisschen wie Factorio, aber halt auf dem Mond, ne? Mit so kleinen Robotern. Gibt wohl auch Kolonisten. Hier haben wir zumindest eine Anzeige. Kommunikationskanine. Globale Reputation. Wir spulen einfach mal vor. Was brauchst du denn? Nur schlauen Beton. Ja, kann ein bisschen dauern, bis der schlaue Beton hier mal fertig wird, weil Titaniumplatten. Die bringen hier die ganze Zeug hin. Wir haben keine Titaniumplatten. Was soll ich die denn herkriegen? Titan 4,6%. Das Ding geht echt nur unterirdisch. Wir haben zu wenig Strom. Für alles. Ja, okay, es ist auch Nacht. Das erklärt so einiges. Ah, hier sieht man die Zeit, oder was? Also ich mag ja solche Aufbauspiele. Das hat wohl Potenzial, denke ich. Macht bisher interessanten Eindruck. War jetzt nichts irgendwas Besonderes oder so. Now select the recipe for producing steel in the smelting furnace. The smelting furnace always requires oxides to begin production of any resource, and mining drones are able to extract oxides directly from the vein. It's not the most efficient way, but we have to start right now. Order them to excavate the regolith on top, and then assign them to extract iron oxide from the vein. Enter excavation mode to be able to assign mining drone to mine the vein. Then set the number of drones that will mine oxide from the vein. So. Und jetzt hier sagen, mach mal 2, mach mal 1. So. Now you have steel and smart concrete production, but it is extremely inefficient. To secure a foothold, we need to build a fully capable production chain. You do have a plan, don't you, Professor? And while they're digging, we need to research underground mining and build the extractor. Select the necessary research, and we will start working on it immediately. Okay. Ja, wir haben das Ding, glaube ich, schon erforscht. Consider adding more solar panels and batteries to our infrastructure. Additionally, constructing a generator that can produce electricity from fuel might be necessary for surviving lunar nights. Hier können wir noch einen Excavator bauen. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Strom hier. Geht nicht, geht nur ein Anschluss. Interessant. Dann mach das mal hier dran.
Ah, Strom hat das Ding. Mining Wires, Conveyors. Und nicht erforscht oder was? Nee, du. Ah, in 8 Tagen ist das fertig oder was? Was gibt's hier denn noch? Social. Wohnräume. Eisschmelzen. Ah. Opens the ability to accept more contracts at the same time. Fundamente. Plattform. Roboter Speed. Ja, davon kriegen wir eh noch nichts hier. Kriegen nur die normale Forschung. Das braucht nämlich das grüne Zeug. Das müssen wir uns dann alles irgendwie verdienen. Wir haben fast kein Strom mehr. Weil hier alles leer ist. Oh, da läuft's doch. Können wir nicht mal ein bisschen mehr Strom produzieren? Was ist denn so eine Batterie? 3. Oh nö, das können wir uns nicht leisten, ne? Mal da dran, fertig. Ja. Die Musik ist auch ganz chillig, ja. Und dafür haben wir nämlich schon keinen Strom mehr. Wir brauchen einen Stil. Ja, die bringen das auch so hin, ne? 2 Stil. Ja, was machen wir? Wir haben keinen Stil. So, mach mal. Direktor, mein Name ist Clyde Rapper. Ich bin der direktliche Representative of the interest of Crust. We are trying to keep your company and equipment. Perhaps this is where we can help each other. Your primary task will be examine the nearby repeater. Are you now operating beyond the confines of fair competition and industrial espionage? Regulators also Crust authorize you to use all found data and equipment without restriction. The data received by the rover has the potential to accelerate your research effort. Professor Wilfrey is well aware of what to do with it. Mr. Ratchet will handle the rover's operation accordingly. We will provide with further updates as necessary. Over and out. Also wir sollen wohl den Repeater hier irgendwie ausgraben oder was. Wir dürfen die ganzen Daten behalten und sollen einfach loslegen. Ratchet, did you hear the news? Crust put you in charge of the new toy. Try not to wreck it. We won't be getting a second one. Not only have we almost lost all our equipment and communication, now we also have Crust to deal with. By the way, Wilfrey, it seems they haven't forgotten about you either. Anyway, Director, let's see what we got. Land the pod with the rover and we will proceed. Ja, aber wir haben keinen Stahl mehr. Ich glaube, wir hätten das Storage nicht bauen sollen, oder? Das muss weg. Wir haben da kein Zeug für. Our pod is ready for landing. Ja, dann lande da mal. Wait a second, so there is nothing bothering you two? What makes you think we're even accepting this offer? And how about checking with me and the director? Alice, back to 15 years ago, Wilfrey and I were working for Crust.
I was dusting off the first lunar rovers, and he was hanging out in the lab. Given the circumstances, it's actually in our favor. It appears that their operations on the moon are now dependent on us. This presents us with an opportunity to obtain everything we need by cooperating with Crust. The situation consists of the remnants of a miraculously surviving moon base, an undisclosed loss of life, and a world teetering on the brink of a humanitarian catastrophe. Do we truly consider this situation to be precisely in our favor? If there were any discernible advantage for us in refusing to cooperate, Objective the achieved. first one is the extraction of the regolith itself from the deposits. It is done by the extractor and you already have one. The second stage involves the use of the single regolith refinery. This module utilizes a thermal reaction to extract the required oxides from the regolith while processing the remaining rock into slag. Dinge. Regulate Refinery. Oh. Was machen wir denn? Dings. Das mal als nächstes. Das ist gleich nämlich fertig. Dann könnten wir theoretisch auch Belts bauen. Also Förderbänder. Was wir mit diesem Rover, send Rover to off base by clicking Rover interface, leave the base. Nein, warte mal. Up. Moving point. Ach so, der soll da wirklich die Base lieben. Ah. Crust Objective gave us achieved. the coordinates of the Objective repeater near achieved. our base. We need to send the rover there and check the status of the repeater. Before the explosion, we had a satellite navigation system for lunar transport with the signal transmitted through repeaters. Now there is no signal, so we are operating almost blindly. Perhaps we can find a way to restore the system, at least to some extent. Now that we have the opportunity, the science department is eager to receive any data we uncover. With the right approach, it will help speed up our research efforts considerably. Great, Wilfrey. While you're enjoying your cozy lab as usual, I'm here sifting through scrap metal. It's a remote-controlled rover. The director runs it, and you're in an equally cozy dispatch center. But you still keep complaining. Jo, lassen wir das Ganze mal laufen. Machen wir ein paar Ressourcen hier. Erforschen, was erforschbar ist. Und ist er gleich da? Er ist gleich da. Und dann? Okay, er erforscht. The repeater was severely damaged after the explosion. The central console reported total system failure and shutdown, but rover's examination helped uncover a few surviving storage drives with data as well as valuable resources. Cool, wir kriegen für 90 Tage Fettforschung dazu. Damit könnten wir jetzt einiges erforschen. Director, while we have found enough useful data, there are also enough valuable resources for us to pick up. I would suggest that we don't get in touch with Crust until we get them out. Mr. Ratchet, are you fully aware of the gravity of our situation and the current events? Nor do we even have anything to carry it with. This rover is not capable of carrying cargo. Very much so, Alice. And we need those resources now more than ever. And I'm sure my drones can fix this piece of junk. It's a Pathfinder 3B, an older model, but it offers enhanced off-road capabilities and greater cargo capacity. Exactly what we need. Was ist denn du? Broken. Wir haben keine Materialien dafür. Können wir nicht irgendwo mal ein Lager bauen, ne? Baut hier doch ein paar Lager hin.
Dafür haben wir ja Materialien. Die klatschen da ja wohl erstmal alles drauf, ne? Auch wahrscheinlich die Ressourcen, die hier drin sind. Wehrbelts. So. Schön. Oh. Ah. Haben wir das schon mal automatisiert? Könnten wir das eigentlich auch bauen, ne? Rayers. Zack, und damit hin. Das ist, glaube ich, einfach nur Geld. Ne? Die kosten einfach nur Geld. Da kommt das rein. Können wir das Zeug schon mal ein bisschen lagern, ne? Der braucht nicht mehr manuell bestückt werden. Spart auch noch Ressourcen. Der hat eh kein Zeug. Wir bräuchten so ein Bootding hier, ne? Nee, reiß das Teil hier nochmal ab, ja. Ah, gedroppt wird das Zeug dann automatisch. Ja, aber wir haben keine Stahlplatten, wir können das gar nicht bauen. Du hast keinen Platz dafür, oder? Ne, du hast kein Zeug. Soll ich Tarn machen? Hier kommt schon automatisch ein Zeug rein. Sind Titanoxid rein. Was bräuchten wir eigentlich? 4 verschiedene, ne? Jede Ressource ein Dingen. Das bitte, das bitte, das bitte. Das können wir nicht. Zumindest noch nicht. Ah, wir spulen mal ein bisschen vor. Ah, so sieht das doch ganz gut aus. 400.000 hätten wir. Reicht für 30 Tage. Das mal niedrigste Stufe. Wir können die wahrscheinlich gar nicht bauen, ne? Lass das mal. Wir brauchen die Komponenten wahrscheinlich noch, um die erste Dings herzustellen. Wir brauchen 3 Komponenten dafür. Abreisen können wir noch nichts. Was macht die Forschung? Na, wenn wir hier salvagen können, wäre das schon mal ein riesen Fortschritt. Dann können wir alles zerlegen, was hier so rumsteht. Ne? Was meint ihr denn noch alles? Ach, das. Ja. Lassen wir das Ding erstmal
Die fahren das ja auch so dahin. Du machst Titan, du machst Stahl. Research Das complete. ist Silikon. Ah, super. Erforscht man erst das. Das ist viel wichtiger. Ach, wir sollen ja auch die Single-Regolith-Dingen bauen, wa? Oder geht das auch nur underground-mäßig? Wissen das Ding beim Mining? Okay. Komm's mal hier hin. Man kann das natürlich alles viel schöner bauen, ich weiß. Aber ich finde es so cool. A Objective single achieved. regolith refinery, according to its name, can only get one type of oxide at a time. Be sure to select the iron oxide recipe to start production. And Objective now that you achieved. have a functioning steel production line, we can enhance its efficiency by connecting the modules with a conveyor belt. Slack, was machen wir denn mit Slack? Wir sollen den Cargo Truck fixen. Ja. Connect the Modules. Ja. Dann habe ich weg. So. So, ich komme da rein. Regolith. Die erste einfach ein bisschen idle. Ach, wir sagen einfach mal 2. So. Baue ich mal wieder um. Was muss denn? Brauchen 45. Haben wir immer noch nicht. Wir haben 0 Steel. Könnt ihr nicht mal jemand machen hier? Ja, hau mal rein. Dafür kein Steel mehr, hast echt hier. Da müssen wir das Ding jetzt erlegen, ja. Und tschüss. Ja, am Anfang muss man sich ja echt an die Bauorder halten, ne? Das ist ja voll gemein, finde ich. Oh, jetzt macht er Eisenoxid. Jetzt kloppt er da auch was rein. Und unser erster Stahl wird geliefert. Wunderbar. Wir haben wie viele Komponenten? 9 Stück. Können wir den bald hier reparieren. Das machen wir noch. Also die Demo an sich geht ja auch schon echt lang, muss man sagen, wenn man hier den Forschungsbaum sich anguckt, was man alles erforschen kann, bevor Demo sagt, ist Demo zu Ende. Flight Control Center, Vehicle Factory, Cargo Dock, Lift, Big Storage.
Neue Dingens. Social geht auch bis Stufe 2. Oxygen. Kitchen. Scanning Aluminium. Dafür braucht man dann auch das dritte Forschungszeug hier. Hier wird einfach alles hingetan. Steine werden gemacht, Stahl wird gemacht. Das ist doch super. Das reicht ja schon mal für die meisten Sachen. Hier ist idle. Hat nichts zu tun. Und am Anfang muss man die Sachen alle noch selber mal reparieren. Ja, wir warten nur auf ein bisschen Stahl. 23, 24 haben wir schon. Wo wir mit dem Slack hin sollen, weiß ich nicht. Titan haben wir nur 1. Titaniumplatten haben wir 0. Also können wir gar kein Storage bauen, so wirklich. Keine Ahnung, was wir mit dem Slack machen sollen. Vielleicht kann man das einfach irgendwo hinkippen oder so. Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Geht immer noch nicht. 32. Ja, kommt ein bisschen was rein hier. Ja, man kann das, glaube ich, auch alles unterirdisch bauen. Hey! Was hat er denn gerade erforscht? Okay. Das hier? Ah. Damit kann man auch von oben nach unten und von unten nach oben bauen. Smart Concrete. Ah. Das ist besser als einfach nur dieser Stampfer. Komponenten. Kann Indoors. Million opportunities, breaking news, global humanitarian crisis. Okay, director of our data indicates that resource supply lines from nearly all regions of Earth have been disrupted due to the lunar explosion. At this moment, billions are in desperate need of our assistance, and any resources we can provide will have significant impact. Therefore, our immediate priority should be to construct a landing platform. Once completed, we can strategy our next step and continue our relief efforts more effectively. Okay, das ist wohl die Story dahinter. Die Erde ist wohl vom Mond abhängig, von den ganzen Ressourcen. Da unten ist schon alles ausgeschlachtet. Die wollen die Ressourcen vom Mond hier haben. Wir fixen das Ding hier mal. Das schaffen wir noch. Wir sind jetzt auch gleich wieder bei einer Stunde hier der Demo. Ja. Aber ich werde das nicht allzu lange machen. Also eine Stunde Gameplay kann man sich ja wohl reinziehen. Ansonsten ist es halt 0815 Aufbauspiel, ne? Ich sehe da jetzt nichts Besonderes drin. Man baut halt einfach auf dem Mond Ressourcen ab. Macht Spaß, zieht sich aber wahrscheinlich auch wieder in die Länge, so wie Factorio. Nachher ist alles kreuz und quer, wie man hier am Anfang ja gesehen hat. Überall stehen dann hunderte, tausende von Solarmodulen oder so. Ja, wenn man Bock drauf hat, kann man das gerne zocken. Ich werde es wahrscheinlich mir nicht holen. Aber so hat man schon mal, denke ich, einen guten Eindruck von dem Game. Wir warten eben noch, bis das hier alles gefixt ist. Mal gucken, was wir so als nächste Mission kriegen. Wer weiß, was noch an Story in dem Spiel so auf einen wartet, aber das wird es ja dann wohl gewesen sein. Wir müssen einfach nur die Erde irgendwie unterstützen. Die dann immer irgendwelche andere Anforderungen haben wahrscheinlich, die wir denen geben sollen. Ja, wir brauchen jetzt Elektronik, wir brauchen jetzt Komponenten, wir brauchen jetzt Menschen, wir brauchen jetzt dies und das. So wird es wahrscheinlich enden.
Komponenten hätten wir noch, ja. Wenn man sich erstmal ein bisschen etabliert hat und das alles so läuft, die ganzen Grundrohstoffe, dann sehe ich da eigentlich kein Problem mehr drin. Dann heißt es nur noch expandieren. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie von Aliens angegriffen werden sollte, aber ich sehe keine Militäreinheiten. Ledger, what is it this time? Buying back shares in old movie theaters to sell to trust funds once more? Good one, Alice. Director, the explosion on the moon has caused a disruption in the logistics of supply to Earth. As a result, the market is in panic with prices of lunar resources. Great. So what's the next plan? Reinvest the super profits into and even if we were going to do this, how do we reach the Earth? The explosion disrupted all the logistics. Mr. Ledger has already contacted us. Crust is ready to deliver contracted supplies to Earth at the standard fee. Now, almost all of our contractors are experiencing a shortage of raw materials, so we will find a way to make it happen. To do this, you need to build a landing platform. It allows you to load cargo capsules and send them into orbit. With all the surrounding circumstances, we don't advise you to pass up this opportunity. This crisis is sure to be taken advantage of by someone. He even went behind our backs and contacted Crust. Ledger, if humanity intact had market shares, you'd be at a steady zero. Well, when the stock market starts trading sarcasm, Alice, you're sure to make some profit. I'm doing what's necessary to ensure the company's survival. It's in our mutual interest. Director, Alice makes a valid point, but if we don't seize this opportunity amidst the crisis, someone else surely will. How will the company survive if our moon mission fails completely? Director, sending some resources to Earth is indeed a great idea. Moreover, it presents us with a unique opportunity for a remarkable PR campaign. While corporations are spending billions on advertising, we can generate significant coverage, even for supplies of steel and concrete. Profitability doesn't always come solely from direct revenue. Director, sending some resources to Earth is indeed a great idea. Moreover, it presents us with a unique opportunity for a remarkable PR campaign. While corporations are spending billions on advertising, we can generate significant coverage even for supplies of steel and concrete. Profitability doesn't always come solely from direct revenue. Und wir können hier alles abbauen, ne? Damit haben wir wohl mehr als genug Ressourcen. Research complete. Machen wir uns hier einfach mal ein bisschen Platz. Ja, wir sollen jetzt Landebauer-Plattform bauen. Der Truck soll nie hier hinfahren. Nein. Du sollst da hinfahren. Und zwar mit dem Cargo Truck. Resources. Guck mal die Platten. Guck mal das. Guck mal das. Und das. Max out. Und los geht die Wille fort. Ja, alles andere braucht man hier wohl. Start Expedition, Demolish Structure. Requires Surviving. Ach so, das kann man dann einfach nur so machen. Ah. Okay. Ich finde es so ein bisschen verwirrend, dass dann bei manchen Menüs aus dem Ding rauskommt mit der Escape-Taste und bei manchen landet man dann direkt, wenn ich jetzt drücke, hier, zack, dass er dann nicht automatisch wieder zur Base-Ansicht wechselt. Aber so macht es erstmal einen schönen Eindruck. Wahrscheinlich auch später mit viel Wuselfaktor, wie man es kennt. Kann man alles irgendwie verbinden. Mit Förderbändern und so, sich eine schöne Infrastruktur aufbauen. Also wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr die Demo gerne mal selber testen. Ihr habt ja gesehen, was man da alles noch erforschen und bauen kann später. Würde ich sagen, ist es hier gut gewesen. So hat man erstmal einen guten Eindruck darüber. Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich fürs Liken, fürs Abonnieren, Kommentieren. Freue mich, dass ihr mit auf dem Mond am Start seid. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich sag mal, bis denn dann.